In diesem Video steigen wir hinauf auf den einsamen Turm der Burgruine Koppenstein, hoch über dem endlosen Grün des Suhnwalds. Hier oben lag einst eine Stadt. Eine glücklose Gründung, die der Wald längst verschlungen hat. Die Ruine steht auf einem massiven Felsrücken, ein steinerner Grat, der seit Jahrhunderten Geschichten und Legenden anzieht. Man erzählt von verlorenen Seelen, von verborgenen Kammern und davon, dass der Räuber Schinderhannes hier oben seine Beute geteilt haben soll und Koppenstein zum Räubernest machte. Begleitet uns an einen Ort, an dem Geschichte, Mythos und Natur ineinander fließen. Willkommen auf der Koppensteiner Höhe. Unser Rundgang beginnt am Wanderparkplatz Koppensteiner Höhe. Von hier führt ein ausgeschilderter Weg hinein in den Wald zu den Resten der Burgruine. Nach nicht einmal 10 Minuten auf dem leicht ansteigenden, gut begehbaren Weg öffnet sich zwischen den Bäumen der Blick auf einen breiten, tief in den Hang geschnittenen Graben, der Burg und Stadt einst schützte und den gesamten Berg wie ein Ring umschloss und die Anlage nach außen sicherte. Und über allem zeigt sich jetzt, zwischen den Bäumen, der fünfeckige Bergfried, das markanteste erhaltene Bauwerk des Koppensteins. Der Weg folgt nun dem Verlauf des äußeren Grabens. Entlang der Böschung lassen sich, wenn man genauer hinsieht, erste Mauerreste und die Fundamente ehemaliger Erkertürme erkennen, die einst Teil der Stadt und Burgbefestigung waren. Mit jedem Schritt nähert man sich dem ehemaligen Zugangstor, das vermutlich durch eine Zugbrücke geschützt wurde. Burg Koppenstein entstand vermutlich während des 12. oder frühen 13. Jahrhunderts und wurde später durch die Grafen von Sponheim erweitert. Der heute sichtbare fünfeckige Bergfried entstand während des 14. Jahrhunderts, eine Zeit, in der die Anlage eine wichtige Rolle für die Sicherung des hinteren Hunsrücks spielte. Vom Eingangsbereich fällt der Blick auf einen rekonstruierten Brunnen. Vielleicht wandeln wir hier unterhalb der Burg über den alten Marktplatz von Koppenstein. Denn mit den Stadtrechten, die die kleine Höhensiedlung erhielt, bekam sie auch das Recht, einen Markt abzuhalten. Mehr als 15 bis 20 Häuser dürften es jedoch nie gewesen sein. Aber trotzdem, vielleicht war dies der Ort, an dem Handel, Nachrichten und das Leben der kleinen Stadt zusammenliefen. Koppenstein erhob sich an einer Grenze der Mächtigen, dort, wo sich die Wege von Sponheim und Trier kreuzten und alte Pfade durch den dunklen Wald führten. Hier, auf diesem hohen Rücken, setzte man ein Zeichen der Herrschaft in ein Land, das schwer zu bändigen war. Und zugleich stand die Burg mitten innerhalb des Ringens der großen Kräfte ihrer Zeit. So kam es, dass die Siedlung am Fuß der Burg 1330 von Kaiser Ludwig, dem Bayern, das Stadtrecht erhielt. Das Anlegen einer Stadt in Höhenlage tief zwischen den Wäldern war ungewöhnlich. Geplant war ein befestigtes Zentrum der Macht, ein deutlich sichtbarer Stützpunkt des Hauses Sponheim hoch über dem Hinterland des Hunsrücks. Doch genau diese politischen Gründe führten später zu ihrem Scheitern. Ohne Handel, ohne Wasser und ohne echte Anbindung blieb die Stadt ein Projekt, das gegen die Natur des Ortes arbeitete, und am Ende verschwand sie wieder aus der Geschichte. Als sich die Machtverhältnisse zwischen Sponheim, Trier und der Kurpfalz stabilisierten, verlor die Burg ihren Wert als Grenzposten. Die kleine Höhenstadt, ohnehin schwer zu versorgen und ohne echte Handelswege, blieb weit hinter den Erwartungen zurück und wurde nach wenigen Generationen aufgegeben. Der Bergfried von Koppenstein ist fünfeckig. Ein ungewöhnlicher, kantiger Turm aus schwerem Bruchstein, der wie ein steinerner Sporn auf dem höchsten Punkt des Bergkamms steht. Seine Form folgt der Verteidigung. Asymmetrisch, wehrhaft, ein letzter Rückhalt für die Burg und zugleich ihr sichtbares Zeichen über dem Hunsrück.
Koppenstein liegt auf einem schmalen, felsigen Grat. Die Burg folgte genau dieser Form. Langgezogen, dem Kamm angepasst, mit dem Bergfried als steinernem Eckpfeiler an der westlichen Spitze. Östlich davon lagen Höfe und Gebäude und dahinter die kleine Höhenstadt, ebenfalls in die Länge gestreckt. Ein breiter Graben und eine Mauer umschlossen den gesamten Bergrücken wie ein Ring, der Burg und Stadt zu einer einzigen, schmalen Festungswelt verband. Mit dem Niedergang der Siedlung verlor auch die Burg ihre Lebensgrundlage. Neue Waffen machten Höhenfestungen verwundbar und die Verwaltung verlagerte sich in die Täler. Spätestens während des 17. Jahrhunderts stand Koppenstein leer. Ein verlassener Ort, dem Wind und dem Verfall überlassen. Und doch blieb jemand hier. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebte auf der verfallenden Anlage eine Frau. Maria Margareta Rosenstein, das spätere Koppensteiner Gretchen. Sie war die letzte, die diesen einsamen Berg bewohnte, lange nachdem Burg und Stadt verschwunden waren. Sie verfügte wohl über keine eigenen Mittel und der Aufenthalt auf der Burgruine war vermutlich kostenlos oder nahezu kostenfrei. Man erzählt, sie habe ein paar Tiere gehalten und von dem gelebt, was der Wald hergab. Andere berichten, sie habe auf den alten Mauern gewacht und darauf geachtet, dass niemand Holz entfernte. Mit ihrem Tod, rund 72 Jahre nach ihrer Geburt, endete jede Nutzung der Burg. Was heute bleibt, sind Steine, die von einer großen Idee, ohne wirkliche wirtschaftliche Grundlage erzählen und die glücklos endete. Unterhalb des Turms findet sich ein merkwürdiges Loch, eine kleine, in den Stein geschlagene Kammer, deren ursprünglicher Zweck bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Zu klein für einen Keller, zu regelmäßig für eine Laune der Natur und zu versteckt, um Zufall zu sein. Dieses Loch in dem Burgfelsen ist eines der ungelösten Rätsel des Koppensteins. Ein stiller Hinweis darauf, dass auch nach Jahrhunderten noch Fragen offen bleiben. Oft wird die Geschichte von Gretchen mit der deutlich älteren Sage von Irmgard vermischt. Irmgard, die sagenhafte Jungfrau des Mittelalters, soll einst nahe der Burg um einen verlorenen Ritter getrauert und in einer kleinen Kapelle Zuflucht gesucht haben. Eine Kapelle auf dem Gelände der ehemaligen Stadt konnte tatsächlich nachgewiesen werden. Gretchen hingegen war eine reale Frau. Doch weil beide Frauen allein auf dem Berg zurückblieben, Irmgard in der Sage, Gretchen in der Wirklichkeit, flossen ihre Geschichten mit der Zeit ineinander. Zwei Frauen, getrennt durch Jahrhunderte, verbunden durch denselben Ort und dieselbe Einsamkeit. Jahrhunderte nach dem Ende von Burg und Stadt wurde der Koppenstein noch einmal zum Zufluchtsort, aber nicht für Ritter oder Grafen. Die Menschen erzählen, dass der berüchtigte Räuber Schinderhannes hier oben Rast gemacht haben soll. Entlang der Achse der Burg zieht sich ein schmaler Grat aus Quarzitfelsen. Dort liegt auch der Wackelstein, ein riesiger Block, der sich trotz seines Gewichts auf einem dünneren Stiel hält und fast zu schweben scheint. In den verlassenen Mauern weit ab jeder Straße bot der steinerne Grat Deckung. Ein Ort, an dem man nicht gefunden wurde. Und so heißt es, dass hier Beute geteilt und Pläne geschmiedet wurden, lange nachdem der Koppenstein seine offizielle Bedeutung verloren hatte. Vielleicht war es nur eine Geschichte, die über den Hunsrück weiterwuchs. Doch genau solche Erzählungen geben diesem Ort einen zweiten Schatten, einen Schatten, den selbst der Wald nicht ganz verschlucken konnte.
Solche Steingebilde gaben dem Koppenstein früh eine eigene Magie. Viele sagten, die Felsen seien versteinertes Gefolge der alten Burgbewohner oder Wächter, die nie schlafen. Und wenn der Wind über die Kanten streicht, klingt es manchmal, als würde der Grat selbst eine Geschichte erzählen. Gretchen und der Schinderhannes lebten zur gleichen Zeit auf dem Hunsrück. Doch ob sie sich jemals begegnet sind, weiß niemand. Überliefert ist es nicht. Die Verbindung zwischen beiden gehört eher zu den Geschichten, die erst viel später um den Koppenstein entstanden. Jedes Mal, wenn wir auf dem Koppenstein waren, begrüßte uns der Turm mit seinem Lieblingswetter, aber es heißt, dass man von hier oben die schönsten Sonnenauf- und Sonnenuntergänge des ganzen Hunsrücks sehen kann. Vielleicht sind das aber auch nur Legenden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.